Heyo und mal willkommen zu einem etwas anderen Animal Crossing Video, denn ich habe heute einen richtig geilen Rübenpreis gehabt von 546, allerdings leider vormittags, also bis 12 Uhr. Das habe ich auch erst um 9 gemerkt und ja, ich hatte leider selber keine Rüben, Virginia hatte auch keine Rüben, also meine Freundin, und ja, ich habe dann erstmal ein bisschen auf Twitter gepostet und auf YouTube. Allerdings, gut, klar, ich habe keine große Community und über den Hashtag auf Twitter ist da auch jetzt nicht irgendwie die große Euphorie ausgebrochen oder irgendwas. Also habe ich mich tatsächlich so ein bisschen mal dran gesetzt, habe meine Stadt, massentauglich gemacht, sage ich mal, also meinen Bereich abgesperrt und habe das Ganze dann auf Reddit gepostet. Und ich war ja schon öfter auf anderen Inseln auch auf Reddit, also habe auf Reddit nach anderen Inseln gesucht, wo ich meine Rüben verkaufen kann. Und ich kenne das Ganze jetzt quasi von der einen Seite. Und jetzt wollte ich auch mal wissen, wie ist es denn von der anderen Seite, wenn ich selber hoste. Ja, und das habe ich jetzt gemacht. Und möchte euch hier in dem Video mal so ein bisschen meine Erfahrungen zeigen. Lassen währenddessen ein bisschen Gameplay davon laufen. Und möchte auch noch eine ganz nette Geschichte dann kurz vor 12 präsentieren. Also die um kurz vor 12 sich ereignet hat. Wahrscheinlich eher gegen Ende des Videos dann. Ja, los geht's. Dann erzähle ich einfach mal ein bisschen drauf los. Ja, also ich habe halt wie gesagt schon die passive Seite kennengelernt, wo ich halt auf andere Inseln gehe und meine Rüben verkaufe. Und es ist halt immer so eine Sache, wie man es managt, weil es ist halt wirklich hauptsächlich sehr viel Aufwand für den Hoster. Also in dem Fall war es dann viel Aufwand für mich, weil man muss sich einfach mal vor Augen führen. Und da war ich auch echt ein bisschen überwältigt, muss ich sagen, weil natürlich, ich habe es passiv schon gesehen, wie es abgeht, aber wirklich in dem Moment, wo ich den Post erstellt habe auf Reddit, ging es halt schon so richtig ab und es kamen schon 3-4 Kommentare und es wurde natürlich immer und immer mehr und immer schneller und das war schon krass, vor allem mit welcher Geschwindigkeit, also der Erste, der geantwortet hat, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie jetzt ein Bot war oder ob das wirklich einfach nur ein unglaublich schneller Dude war, der vielleicht einfach das schon so oft gemacht hat, dass er mittlerweile drauf trainiert ist, sowas komplett quer zu lesen, weil ich habe halt in meinem Post geschrieben, von wegen, man sollte mit der Lieblingsblume kommentieren, um halt so, ja, Bots im Endeffekt auszusortieren und zu vermeiden. Dass halt nicht immer nur geschrieben wird, so hier, please, can I come oder sowas, sondern dass halt wirklich, zum Beispiel drin steht Rose oder sowas, damit ich weiß, okay, der Kollege hat meinen Text gelesen und, ich kann ihn quasi, es wird kein Bot sein, sagen wir mal so. Dafür ist das ja im Endeffekt da. Und dennoch, die Geschwindigkeit, mit der diese erste Nachricht kam, finde ich immer noch unglaublich krass. Weil ich hatte gerade wirklich meinen eigenen Post aufgemacht und habe dann direkt gesehen, dass sich das aktualisiert hat und ein Post kam mit einer Blume. Und ich war einfach nur geschockt, wie schnell das ging. Und natürlich kamen so viele mehr, so schnell. Das war echt krass. Hätte ich nicht, also wie gesagt, ich habe ja auch mit gerechnet, dass es schnell geht, aber es ist dann doch krass, wenn man das nochmal sieht, wie schnell es wirklich geht. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann halt so gehandelt, dass ich halt meinen Bereich abgesteckt habe in der Stadt und habe dann auf Reddit geschrieben, okay, kommentiert mit eurer Lieblingsblume und ich werde euch dann den Dodo-Code per DM, also per Direktnachricht, per Chat auf Reddit schicken und das habe ich dann auch so gemacht. Und habe mich dann dafür entschieden, erstmal 4 Personen den Code zu schicken und zu gucken, was passiert. Weil man kann ja nicht auch immer davon ausgehen, okay, ich schicke jetzt 4 Personen den Link. In dem Fall ist es quasi ein Link. Also ich schicke denen den Dodo-Code, damit sie auf meine Insel kommen können. Und die antworten dann auch direkt, beziehungsweise kommen dann auch direkt. Sondern da gibt's natürlich dann gewisse Delays oder die Leute haben dann doch irgendwie keine Lust mehr oder die sehen es nicht rechtzeitig oder irgendwas. Man muss ja immer so eine gewisse Zahl im Kopf haben von Leuten, die dann eben nicht kommen oder auch gar nicht antworten, bei denen man nicht weiß, ja, wollen die jetzt noch kommen oder haben die vielleicht schon irgendwo anders ihre Rüben verkauft oder sowas. Und gerade mit der Masse an Nachrichten, die einfach innerhalb der ersten, 3-4 Minuten reinkommen, das waren bestimmt schon so 30-40 Posts. Okay, viel mehr waren es, glaube ich, im Endeffekt jetzt auch nicht, so 50 Posts waren es vielleicht, also 50 Leute, die kommen wollten. Wie gesagt, ich habe das ja ungefähr dann so um, ich glaube, 9:30 gepostet, also 9:30 Uhr und bis 12 Uhr war ja möglich zu verkaufen, weil dann halt der Preis sich ändert bei den Nukes. Und ich habe dann halt, in den ersten 3 Minuten halt wirklich, ich glaube, es waren so 25, 30 Nachrichten oder sowas, also Kommentare bekommen unter meinem Post, die ich ja theoretisch alle hätte anschreiben müssen, separat.
Deswegen habe ich mich dann jetzt erstmal auf diese ersten 4 konzentriert und wollte schauen, was passiert. Ich glaube, von denen sind dann auch 3 gekommen und haben das dann halt relativ schnell abgewickelt. Allerdings gab es dann direkt am Anfang ein DC, also ein Disconnect, Verbindung ist abgebrochen, es gab einen Crash. Und einer hatte mir dann geschrieben, dass er schon verkauft hat, aber halt gerne noch getippt hätte, also Spenden dagelassen. Das habe ich auch reingeschrieben, ist halt nicht notwendig, aber natürlich gerne gesehen. Das steht auch so in den Subreddit-Regeln, also vielleicht nochmal zur Erklärung. Ich nutze da den Subreddit AC_Turnips, um halt, ja, nach Rübenpreisen zu schauen bei anderen oder eben jetzt auch um meinen eigenen Post abzusetzen. Jedenfalls gab es dann da einen DC und einer hatte mir geschrieben, er hat schon verkauft, hat aber nicht getippt. Hat mir dann aber auch super nett geschrieben von wegen so, ja, du kannst mir deinen Switch-Code geben und sowas, dann kann ich das nachher noch nachreichen oder sowas. Also schon sehr nett, wirklich. Und generell habe ich dann halt jeden, der wissentlich ja dann auf meiner Insel war, ich habe ja dann nur 4 gehabt und dann wusste ich auch ungefähr, wer ist, habe ich die nochmal alle angeschrieben und halt gefragt, so, ja, hier war ein DC, habt ihr schon verkauft oder müsst ihr jetzt nochmal kommen? Hab natürlich direkt einen neuen Dodo-Code auch schon gemacht, während ich das gestellt habe, die Fragen. Und ja, danach ging auf jeden Fall alles reibungslos, es gab keinen DC mehr. Allerdings gab es teilweise mal ein paar längere Ladezeiten, weil ich glaube, eine Person hatte irgendwie ein schlechtes Internet, weil solange sie da war, war halt wirklich so, hat es wirklich eine Minute gedauert oder so, bis wirklich dieser Screen für die Ankunft weg war. Also ich glaube, da war einfach eine Person mit schlechtem Internet dabei. Hat man auf jeden Fall gemerkt dann. Ich find's aber sehr interessant einfach, ja, wie nett die Leute halt wirklich waren. Weil ich habe teilweise, wisst ihr, ich habe jetzt in den ersten 3 Minuten halt viele Nachrichten bekommen, dann habe ich aber nur ein paar Leute eingeladen. Und wenn ich dann die nächsten einladen wollte, also angenommen, es ist jetzt mal einer gegangen oder 2 Personen sind gegangen, dann habe ich halt die nächste Gruppe versucht einzuladen. Und habe denen dann also eine Message geschrieben. Allerdings ist es dann halt auch schon wieder 20 Minuten her teilweise. Oder am Anfang waren es dann auch 10 Minuten, das ist ja absolut in Ordnung. Aber irgendwann war es dann halt wirklich so, dass es 40 Minuten, 50 Minuten, vielleicht sogar eine ganze Stunde schon vergangen war, ehe ich überhaupt dazu gekommen bin, sie anzuschreiben, weil sie halt später gepostet haben. Und da habe ich dann irgendwann mein Verfahren geändert und habe dann gesagt, okay, ich schreibe euch nicht mehr selber an, sondern ich kommentiere jetzt einfach unter die letzten 20 Leute oder sowas, die dann da waren. Da war es halt auch wirklich schon eine Stunde später. Habe ich dann einfach gepostet, so von wegen, ja, hier, wenn ihr jetzt noch Interesse habt, dann schreibt mir selber von euch aus eine DM, dann muss ich das nicht so machen. Ich meine, es war im Endeffekt eigentlich der gleiche Aufwand. Aber dann haben die mich, dann habe ich das halt besser im Blick gehabt, dann habe ich die Leute direkt angeschrieben. Nee, andersrum. Die Leute haben mich direkt angeschrieben, wenn sie noch Interesse haben. Dann konnte ich das in den DMs ein bisschen besser den Überblick behalten und sortieren. Und ja, das ging dann an sich eigentlich ganz gut. Dann haben mir halt noch, ich glaube, 4, 5 Leute haben mir dann halt wirklich noch geschrieben, nachdem ich den Kommentar gepostet habe, von wegen, ja, okay, ich habe auf jeden Fall noch Interesse, gerne. Dann habe ich den Code gepostet und alles lief halt reibungslos. Ja, und generell, ich bin halt wirklich so positiv überrascht von den positiven Vibes in der Community, weil es einfach unglaublich nett alles zugeht. Das Negativste, was man halt wirklich hat, ist natürlich, dass keiner antwortet. Das ist es aber auch. Also es gibt jetzt nicht irgendwie Leute, die sagen so, scheiße, ich habe doch schon vor einer halben Stunde meinen Code gepostet, mein Post abgesetzt, so, die geantwortet, warum habe ich denn noch keinen Dodo-Code oder sowas? Man kann ja nicht davon ausgehen, dass die Leute das alles auch schon 50 Mal gemacht haben. Also das Verkaufen selber, jetzt nicht das Hosten, das habe ich ja auch zum ersten Mal gemacht. Dass da auch einfach neue Leute bei sind, die das noch nie gemacht haben. Und ja, tatsächlich gab es aber keine Message irgendwie, die dann so gesagt haben, so, ey, was ist los? So, ne? Es hat keiner irgendwie nachgefragt oder gequengelt oder sowas. Aber ich habe halt natürlich dann auch immer in den Messages geschrieben, wenn es halt schon länger her war, so von wegen sorry for the delay oder sorry for the wait. Ich hab halt einfach andere Leute in der Queue gehabt, und das sehen sie ja auch in den Kommentaren. Deswegen ist es auch immer ganz gut eigentlich, finde ich persönlich, dass man das halt wirklich sagt, okay, schreibt einen Kommentar unter den Post. Weil dann ist das transparent für alle Leute, die kommen wollen, die dann ungefähr sehen, so okay, so lang ist die Queue, dann dauert es wahrscheinlich ziemlich lange, bis ich dran bin. Und ich habe es persönlich auch noch so geregelt, ich habe immer den Kommentar geupvotet, wenn ich eine DM verschickt habe, um denjenigen einzuladen. Das heißt, daran hätte man es theoretisch auch sehen können. Also wenn die Person dann 2 Upvotes hatte, einen hat man ja immer selber von sich, mit dem startet man ja quasi. Und ja, wenn man dann sieht, okay, der hat 2 Upvotes, der hat aber keinen, oder der hat nur einen,
dann konnte man auch schon ungefähr sehen, so, ja, okay, wo ist der gerade dran? Wen hat der gerade eingeladen? Und wo bin ich vielleicht in der Queue und wie lange könnte es noch dauern? Also wenn man da jetzt krass Interesse dran hätte, das nachzuverfolgen. Das finde ich halt transparenter, als wenn man sagt, okay, schickt mir DMs, weil dann weiß man ja nicht, wie viele haben dir jetzt schon DMs geschickt. Ist vielleicht besser, das so per Kommentar zu machen, tatsächlich. Ja, und ansonsten, wie gesagt, einfach dieses Feedback, wenn man dann was bekommen hat, als Antwort. Zum Beispiel halt, wenn man gesagt hat, okay, es hat jetzt länger gedauert, vielleicht eine Stunde oder sowas. Viele haben dann auch wirklich geschrieben, so, ja, oh mein Gott, danke, ich komme auf jeden Fall jetzt direkt vorbei und sowas. Oder es war jetzt halt nicht so von wegen so, ja, okay, ja, ich komme jetzt vorbei, sondern es war halt wirklich immer richtig positiv, von wegen, die waren halt wirklich richtig dankbar, ja, dass ich das Tor halt auf hatte und dass sie ihre Rüben verkaufen konnten. Und das finde ich einfach unglaublich schön, wirklich. Weil ich weiß ja, wie es ist, wenn man dann halt man ist halt gerade in-game und will dann halt die Rüben verkaufen, man hat die in der Tasche und kann währenddessen nichts anderes in-game machen. Es ist dann halt immer ein bisschen blöd und natürlich posten viele Leute teilweise zur selben Zeit dann ihren Preis und man kann sich dann da einqueuen, aber es dauert halt bei vielen dann immer, bis man dann auch wirklich drankommt, wenn man nicht direkt am Anfang gepostet hat. Aber ich muss echt sagen, ich bin unglaublich positiv beeindruckt von der Community und feiere es einfach nur hart. Und ich werde es auf jeden Fall wieder machen. Natürlich habe ich jetzt auch ein bisschen Geld bekommen. Also es waren jetzt insgesamt, glaube ich, 1,6 Millionen, die ich jetzt gespendet bekommen habe. Das ist ein netter Nebenverdienst. Ich hätte natürlich selber gerne Rüben gehabt zum Verkaufen. Das wäre auch profitabler gewesen. Aber schöner war es jetzt insgesamt so tatsächlich, weil ich Leuten helfen konnte. Das war tatsächlich so. Ich finde das positiver als das Geld, was ich bekommen habe, weil ich habe aktuell in Animal Crossing genug Geld. Das ist mir jetzt nicht wichtig, aber es ist natürlich nett, das einen kleinen Nebenverdienst zu haben. Aber es ist einfach schön, diese Positivity zu spüren von den Leuten, die halt kommen und ihre Rüben verkaufen können, die das Geld vielleicht auch noch brauchen. Auch Leute, die dann vielleicht nicht tippen, das ist mir relativ egal. Also es gab, glaube ich, so 3 Leute oder sowas, die haben nicht getippt von, ich weiß nicht, wie viel waren jetzt da, 20, 25 oder sowas. Ja, mein Gott. Ist halt so. Ist halt jetzt kein guter Ton, sage ich mal. Aber das ist mir relativ egal. Ich hab's ja hauptsächlich da, damit jemand verkaufen kann. Wenn er mir Dankbarkeit zurückgeben will, kann er das gerne in Form von Tipps tun. Es ist aber auch sehr schön, wenn man mir einfach auf Reddit eine Nachricht dann schreibt, von wegen so, ja, hier, thank you und sowas. Und einfach, wenn man einfach sieht, so, okay, die Person hat sich wirklich gefreut, dass sie da sein durfte. Das finde ich persönlich noch deutlich schöner, als einfach nur Geld zu bekommen und auch einfach gar keine Nachricht vielleicht. Oder natürlich gar nichts. Aber ich finde es einfach nett zu spüren, wenn jemand dankbar ist. Ja, das ist es auch eigentlich so großartig, was ich zu erzählen habe. Jetzt dann noch zu dem kleinen Video. Okay. Ja, das ist es jetzt auch eigentlich so, was ich zu erzählen habe. Jetzt kommen wir dann noch zu dem kleinen Video.